Ja, willkommen zurück auf meinem Kanal. Heute habe ich wieder die Phoenix 7 auf dem Tisch. Ich möchte euch heute mal zeigen, was zwischen der Phoenix 6 und der Phoenix 7 Neues dazugekommen ist. Ich habe das Ganze hier in knapp 16 Punkten eingeteilt und werde auch das Ganze wieder in Kapitel einteilen. Dann könnt ihr euch entsprechend das Ganze angucken bzw. auch in den Kapitel springen. Ja, als erstes möchte ich zu den Modellen kommen. Da hat sich eigentlich so weit geändert, dass wir jetzt nur noch 3 Standardmodelle haben. Wenn wir jetzt mal die Farben ausblenden, und zwar einmal die normale Standardversion bzw. die Solar-Version und einmal die Solar-Saphir-Version. Das bedeutet, wenn ihr jetzt eine Saphir-Version wollt, gibt es keine mehr reine Saphir-Version mehr wie früher, sondern noch das Ganze in der Solar-Kombination. Was Karten angeht, Garmin Pay und auch Musik ist auf allen Uhren verfügbar. Da gibt es keine Unterschiede mehr wie bei der Phoenix 6. Einzig der Speicher ist hier tatsächlich ein Unterschied. Wir haben bei den kleinen Versionen von Uhren, also Standard und Solar, 16 GB Speicher und bei den großen Saphir-Versionen 32 GB Speicher. Ich muss aber sagen, das mit dem Speicher verstehe ich nicht so ganz. Also es bedeutet, auch wenn ihr 16 GB Speicher habt, habt ihr nicht komplett 16 GB zur Verfügung. Das ist dann, je nachdem, was auf der Uhr alles drauf ist, ein bisschen weniger. So zur Einschätzung, die europäische Karte hat etwa 8 GB, ein bisschen was über 8 GB, aber auf die Karten komme ich später noch. Und dann habt ihr ungefähr eine Karte draufgeladen und dann habt ihr eigentlich quasi auch schon fast den Speicher voll. Was die Preise angeht, so haben die doch nochmal deutlich angezogen. Die Standardversion von der Phoenix 6 kostet ja 699 im UVP. Ich habe es aber auch schon teilweise jetzt schon ein bisschen günstiger gesehen. Bei der Solar Edition sind wir bei 799 Euro und bei der Solar Saphir Edition in der mittleren Klasse sind wir bei 899 Euro und bei der X-Version bei 999 Euro. Also das ist schon ein ordentlicher Preis. Und da ist natürlich auch die Frage, lohnt sich der Aufpreis jetzt für die neue Version, da die Phoenix 6X ja doch deutlich im Preis gesunken ist. Also man sieht sie ja auch schon deutlich für unter 500 Euro. Und da ist natürlich jetzt die Frage, und das gehen wir jetzt im Video ein bisschen durch, ob sich das Ganze wirklich rentiert. Als größte Neuerung ist natürlich der Touchscreen. Ihr habt natürlich die Möglichkeit, den Touchscreen entsprechend auch auszuschalten. Das bedeutet, dann wird die Uhr genau gesteuert wie die Phoenix 6 oder die Phoenix 5S oder 5. Aber ihr könnt euch das Ganze auch individuell einstellen. Das bedeutet, ihr könnt euch beim Schlafen den Touchscreen ausmachen, dass ihr den nicht irgendwie auslöst oder beim Workout direkt ausschalten. Wobei ich muss sagen, wenn ihr es beim Workout nutzen wollt, müsst ihr es erstmal einschalten, weil es defaultmäßig ausgeschaltet ist. Also euch nicht wundern, wenn es nicht funktioniert. Ihr müsst erst an den Trainingseinstellungen einstellen, beziehungsweise beim Lauf-App einstellen. Und wenn ihr das Ganze dann nur im Alltag nutzen wollt, könnt ihr auch den Touchscreen so einstellen, dass ihr nur bei der allgemeinen Bedienung das Ganze nutzen könnt. Der größte Vorteil des Touchscreen ist tatsächlich jetzt, wenn ihr navigierte Tour macht oder generell, wenn ihr mit der Karte unterwegs seid und was auf der Karte nachschauen wollt, könnt ihr jetzt wunderbar auf dem Touchscreen hin und her swipen und euch entsprechend die Karte anschauen. Was man da auch ganz gut sieht, dass hier der Prozessor etwas besser geworden ist, beziehungsweise die Ladegeschwindigkeit der Karte ist deutlich schneller geworden als jetzt zum Beispiel bei der Phoenix 6. Und so könnt ihr dann wunderbar hier auf der Karte hin und her zoomen und müsst euch nicht mehr ganz komisch verrenken in irgendwelchen Menüs, um hier die Karte reinzuzoomen. Was ich noch gut fand bei den Touchscreen ist, wenn ihr jetzt Läuferhandschuhe anhabt, also ganz dünne Handschuhe, könnt ihr auch entsprechend hier das Touchscreen bedienen und habt überhaupt keine Schwierigkeiten. Und noch als kleiner Tipp, wenn ihr jetzt im Menü seid, im Laufmenü oder im Widget-Menü, könnt ihr einfach im Handballen drauf tippen und dann kommt ihr auch zurück aufs Zifferblatt. Also alle, die eine Apple Watch haben, kennen das schon, aber das funktioniert bei der Garmin jetzt mittlerweile auch so. Ein großer Nachteil des Touchscreen ist natürlich, wenn jetzt entsprechend Wasser draufkommt, das heißt, sei es jetzt Regen, da gibt es Schwierigkeiten. Jeder, der Garmin Edge schon mit Touch benutzt hat, kennt das Problem. Aber auch natürlich beim Schwimmen ist es das Gleiche. Wenn ihr dann im Wasser unterwegs seid, könnt ihr auf dem Touchscreen eigentlich nichts machen. Das reagiert nicht. Das bedeutet, ihr müsst dann entsprechend das auch dann mit den Knöpfen bedienen. Das nächste Feature, was nur bei den Saphir-Editionen gibt, das ist das Multiband-GPS, was ich eigentlich bei allen Uhren erwartet hätte und nicht nur bei der größten Ausbaustufe und bei der teuersten wohlbemerkt. Aber was macht das Multiband-GPS? Das Multiband-GPS, erstmal sind alle Satelliten dann aktiviert, beziehungsweise es gibt so, könnt ihr euch vorstellen, eine Wolke, wo dann alle Signale gesammelt werden und dann wird hier genau ein Standort bestimmt, wo ihr seid. Das heißt, wenn ihr jetzt irgendwo im Wald unterwegs seid, im Gebirge oder da, wo irgendwelche Abschottungen stattfinden, zum Beispiel zwischen Häusern, dann wird hier ein besseres GPS-Bild aufgezeigt. Dadurch, dass alle Satelliten ringsrum euch herum gemessen werden, beziehungsweise dann auch, wie geschrieben, die Wolke quasi da um euch gemessen wird, bedeutet es natürlich auch, dass die Akkulaufzeit hier deutlich runtergeht. So, man kann ungefähr rechnen mit etwa 56% weniger Laufzeit gegenüber nur GPS-Signal. Das heißt zum Beispiel bei der Phoenix 7S von 37 Stunden im Normal-GPS-Betrieb geht das Ganze auf 16 Stunden zurück. Bei der X-Version sind es von 89 Stunden auf 38 und bei der Phoenix 7 wären es von 57 Stunden auf etwa 24 Stunden Aufzeichnungszeit. Das ist natürlich trotzdem noch eine lange Zeit, aber reduziert doch deutlich die Laufzeit. Gerade wenn man hier längere Touren macht, könnte es von Interesse sein.
Was das GPS-Bild angeht, ja, es ist besser geworden. Das heißt also, man sieht hier besser den Verlauf. Es ist mehr eine gerade Linie. Ich habe das mal zwischen Häusern getestet, weil ich aktuell bei uns nicht in den Wald kann und ich auch jetzt hier kein Gebirge zur Verfügung hatte. Dennoch muss ich sagen, gerade das GPS-Bild jetzt auch ohne Multiband der Phoenix 7 ist auch schon mal viel besser als das von Phoenix 6. Hier ist natürlich die Frage, ob man das Ganze dann entsprechend braucht. Wenn man jetzt viel im Wald unterwegs ist, beziehungsweise auch in den Bergen unterwegs ist und vielleicht auch in den Bergen wohnt, kann das Ganze doch ein bisschen sinnvoll sein, da man jetzt ein besseres Bild bekommt und auch genauere Werte. Wenn ich jetzt aber viel im freien Feld laufe und überhaupt gar nicht so die Option habe, viel im Wald zu laufen, dann sollte man sich das vielleicht sogar überlegen, ob man das Ganze nimmt. Zudem gibt es auch Konkurrenzuhren von Coros zum Beispiel, die Vertex 2, die das auch ebenfalls kann, das Multi-GPS-Band. Und da ist wirklich zu überlegen, brauche ich das Ganze? Oder überlege ich mir, wenn ich jetzt nur wegen diesem einen Punkt mir das kaufen würde, ob ich da eventuell nicht auf die Vertex 2 gehe. Den nächsten Punkt, den wir haben, sind die Waypoints, beziehungsweise ja, Essensstelle, Sehenswürdigkeiten, wie man das auch bezeichnen will. Ihr könnt Touren, die ihr zum Beispiel auf Komoot geplant habt oder auf Garmin Connect geplant habt, ich habe dazu übrigens mal ein Video gemacht, das kann ich euch mal verlinken, wie das Ganze funktioniert, die ganze Tour nochmal bearbeiten und entsprechende Waypoints hinzufügen, sei es jetzt zum Beispiel Verpflegung, Wasser, Sehenswürdigkeiten und das Ganze auch dann bezeichnen. Und wenn das Ganze dann gespeichert ist und mit der Uhr synchronisiert ist, bekommt ihr dann auch entsprechend auf der Uhr in der Navigation das Ganze angezeigt, mit der Angabe, bis wie viel Kilometer das dann entsprechend dann zur Verfügung steht. Und so könnt ihr dann eure Touren einplanen, wo die Verpflegung ist und wisst dann immer, wann kommt die nächste Verpflegung, wie muss ich das Ganze, was ich jetzt an Ressourcen habe, einteilen. Als nächstes Feature, was nur den Phoenix 7X vorenthalten ist oder vorbehalten ist, das ist die Taschenlampe. Wir haben hier eine LED-Taschenlampe verbaut, einmal mit Weißlicht und einmal mit Rotlicht. Das heißt, ihr könnt das Ganze einschalten, wenn ihr zum Beispiel im Zelt unterwegs seid oder generell unterwegs seid und euch da etwas ausleuchten. Die Lichtkraft ist doch gar nicht so schwach. Das heißt also, ja, zum Laufen würde ich jetzt sagen, ist vielleicht jetzt doch nicht geeignet, aber wenn man jetzt so Nachtwanderung, einen Spaziergang macht oder wenn man jetzt, wie gesagt, im Zelt was sucht, ist es doch wirklich sehr ausreichendes Licht. Das so kommt ungefähr an ein Smartphone-Licht ran, wenn man die Taschenlampe anmacht. Dann habt ihr noch die Möglichkeit, bei der Lauf-App das Ganze zu aktivieren und hier so ein Stethoskop einzuschalten. Das bedeutet, wenn ihr dann laufen geht, blinkt das Ganze. Einmal, wenn ihr vorne bewegt die Hand, dann blinkt es weiß und wenn ihr die Hand zurückbewegt, blinkt es rot. Zudem gibt es dann auch die Option, ein SOS abzusenden. Das heißt, ihr könnt dann ins Emergency reingehen in der Taschenlampe und hier SOS funken oder leuchten. Das heißt, wenn ihr jetzt irgendwo unterwegs seid in Bergen und habt jetzt keinen Kontakt zu irgendwas, könnt ihr hier entsprechend hier SOS senden. Dann kommen wir auch schon zum Kartenmanager für die Karten. Und es ist so, bei der Phoenix 7S, bei der Phoenix 7 Solar ist keine Karte installiert. Das heißt, hier müsst ihr auch tatsächlich die Karten entsprechend installieren. Erst bei der Phoenix 7 Solar Saphir Edition sind die Karten vorinstalliert. Auch da ist ja der Speicher größer. Das heißt, bei allen anderen Uhren müsst ihr euch entsprechend hier euch darum kümmern, die entsprechende Karte zu installieren. Ihr habt einmal die Möglichkeit, über den Kartenmanager auf der Uhr das Ganze auszuwählen. Da könnt ihr reingehen. Ihr müsst vorher die Uhr auch mit dem WLAN verbinden. Da könnt ihr euch die Karten ansehen bzw. herunterladen oder auch löschen. Ich empfehle aber, das Ganze tatsächlich über Garmin Express zu machen. Also es geht sowohl auf iOS als auch auf Windows. Das heißt, die Uhr direkt anschließen, Garmin Express installieren, weil die Installation auf der Uhr doch sehr, sehr lange dauert. Das heißt, so bis 4-5 Stunden, je nach Karte, müsst ihr da warten. Auch bei Updates ist es so, hier wird das ganze Kartenmaterial nochmal heruntergeladen. Es wird jetzt hier nicht Teile heruntergeladen und geupdatet. Nein, da wird alles heruntergeladen. Aber man muss sagen, im Gegensatz zu der Phoenix 6 Normalversion haben wir jetzt auch ab der Phoenix 7 Version kostenlosen Karten zur Verfügung. Das heißt, hier gibt es keine Unterschiede mehr. Wenn euch jetzt nur das Kartenmaterial wichtig ist, beziehungsweise Navigation mit Karten, dann langt euch auch schon die kleinste Version von der Phoenix Version und müsst ihr jetzt nicht unbedingt auf die teure Uhr zurückgreifen. Als nächste neue Funktion haben wir ein Datenfeld beim Laufen und zwar die Stamina-Funktion. Die Stamina-Funktion hilft euch so ein bisschen den Lauf einzuteilen. Das heißt, ihr könnt euch das Ganze einmal in Kilometer, in Restkilometer anzeigen. Das bedeutet, ihr lauft jetzt eine Pace und dann errechnet Garmin oder die Uhr errechnet dann, was ihr bei dieser Pace dann erreichen könnt. Die andere Option, die ihr habt, ist das Ganze in Zeit anzeigen zu lassen. Das heißt, da wird dann die Dauer angezeigt, wie ihr dann das Ganze durchführen könnt. Ihr bekommt dann zwei Felder angezeigt. Ihr bekommt einmal eine Kurzfrist- und eine Langzeitangabe. Die Kurzfristangabe ist die Balkenversion, die ihr seht. Da gibt es einmal dann den Restkilometer bzw. wie gesagt die Zeit. Und wenn ihr jetzt zum Beispiel ein Intervall macht und dann hier entsprechend schnell lauft, dann wird das Ganze in Echtzeit quasi berechnet und gesagt, okay, wenn du dieses Tempo weiterläufst, dann kannst du jetzt kurzfristig nur noch, zum Beispiel statt 16 Kilometer, nur noch 2 Kilometer laufen. Wenn ihr dann in den Recovery-Modus geht und langsam lauft, dann erholt ihr euch langsam wieder, dann wird der Balken auch grün, dann erhöht sich auch wieder die Distanz, die ihr laufen könnt, weil ihr natürlich entsprechend langsamer lauft und so wird das Ganze dann immer berechnet. Links unten habt ihr dann eine Gesamtstamina in Prozent, das bedeutet, das ist, was ihr
komplett noch zur Verfügung habt. Also wie gesagt, oben ist Kurzfrist, unten ist Langfrist. Das ist dann quasi die Restmöglichkeit oder Reststamina für den gesamten Lauf. Also nicht nur oben jetzt das kurze Intervall, sondern halt für den ganzen Lauf. Wenn ihr jetzt danach noch weiterlaufen geht, da könnt ihr dann entsprechend den Lauf einteilen. In Garmin Connect bekomme ich dann auch nochmal eine Auswertung angezeigt. Da sehe ich dann einmal eine gerade Linie, die heruntergeht. Das ist dann die Langzeitstamina und diesen orangenen Bereich, den wir sehen, der auch dann bei mir jetzt, ich habe jetzt ein Intervall eingeblendet, dann entsprechend hier immer so kleine Treppenstufen drin sind, wo man dann sieht, wo dann kurzfristige Stamina abgebaut wird und sich das dann langsam wieder erholt, wenn ich dann eine kleine Pause einlege. Das nächste Feature, was kommt, und da ist Garmin tatsächlich so einer der letzten, der das einführt, ist, die Uhr komplett über die App einzustellen. Ihr habt nahezu alle Möglichkeiten, hier alles einzustellen über die App. Größtes Highlight ist natürlich, dass ich endlich hier meine Display-Designs einstellen kann von den Workouts. Was ich aber kritisieren muss, ist tatsächlich, wie das Ganze gelöst worden ist. Wir sind ja schon vieles gewöhnt, was Garmin Connect angeht. Viele Sachen sind in irgendwelchen Untermenüs versteckt, was man längst hätte auf eine Seite packen können. Und so ist das Ganze auch entsprechend mit der Einstellung. Das bedeutet, wenn ihr jetzt zum Beispiel ein Laufworkout anpassen wollt, müsst ihr erst in die Aktivität hinein, dann müsst ihr die Einstellung bearbeiten und dann auf die Trainingsseiten gehen und könnt ihr endlich das Ganze einstellen. Ich kenne das von anderen Herstellern, die das deutlich besser lösen als jetzt hier Garmin. Hier müsste Garmin tatsächlich mal überlegen, ob man irgendwann nicht mal Garmin Connect ein bisschen entschlackt bzw. ein bisschen anpasst. Auch bei anderen Sachen, da gibt es kaum richtige Übersichten. Überall muss man unter Menüs gehen. Es ist schon mal ein erster Schritt in die richtige Richtung. Was ich aber schade finde, ist, dass das Ganze nur wieder in den Premium-Uhren zur Verfügung steht. Ich habe ja auch die Venue 2 Plus. Da ist das Ganze wieder sehr eingeschränkt. Wie gesagt, andere Hersteller haben das schon lange für alle ihre Uhren. Auch die Skifahrer kommen dieses Jahr nicht zu kurz. Es gibt neue Skikarten bzw. modifiziertere Skikarten mit mehr Details. Ihr bekommt Namen der Strecken und der Streckennummer angezeigt. Und für Langlauf sind jetzt auch Skitrails enthalten, beziehungsweise, wenn ihr jetzt zum Beispiel, ich habe jetzt mal eine Strecke beim Patschakovel, das ist bei Innsbruck, da gibt es eine Olympiastrecke, die ist dann entsprechend markiert und gezeichnet, dann könnt ihr die entsprechend herunterfahren, bekommt ein paar Details mehr angezeigt und seid dann entsprechend im Skigebiet immer auf dem neuesten Stand, wo ihr gerade seid. Ein weiteres Feature, was noch hinzukommt bei dem Skifahren sind die Ski Dynamics. Das ist für Langläufer sehr interessant. Das Ganze funktioniert aber leider nur mit dem HRM Brustgurt Pro, also nicht den roten, sondern den gelben Brustgurt, den teuersten, den Garmin hat. Den könnt ihr euch entsprechend anziehen und dann bekommt ihr bessere Trainingsauswertung für den Langlauf. Zudem ist jetzt die 4. Generation des Herzfrequenzmessers verbaut worden, also des Sensors, der auch die Pulsoximeter misst und die 24/7 Herzfrequenz. Ich hatte zwar bei 2 Intervallen auch wieder einen Pulsausschlag, das liegt aber eher daran, dass ich jetzt an der Uhr rumgemacht habe und da was geguckt habe oder mit dem Pulli dran gekommen bin. Da ist aber auch schon das Problem bei optischen Herzfrequenzsensoren, wenn ihr da irgendwie mal eine Uhr drankommt oder hier das nicht richtig tragt, dann kann es zu Messfehlern kommen, beziehungsweise wenn ihr auch ein Tattoo habt, kann es gar nicht funktionieren. Das ist auch eine Option, das wissen manche als gar nicht, auch schon in Kommentaren gelesen. Daher würde ich so generell bei Workouts immer empfehlen, Brustgurt zu tragen, aber es ist besser geworden als bei der Fenix 6. Das heißt, wenn ihr jetzt keinen Brustgurt zur Hand habt, bekommt ihr auf jeden Fall schon mal bessere Werte als es in der alten Version. Eine nächste Neuerung, mit der ich überhaupt keine Berührungspunkte habe, ist das Surfen. Es gibt jetzt die Möglichkeit, hier das Surfen aufzuzeichnen. Und wenn ihr eine Surfline-Funktion nutzen möchtet, beziehungsweise eine Surfline-Kamera habt, könnt ihr die entsprechend mit der Uhr verbinden. Das heißt, wenn ihr jetzt die perfekte Welle erwischt, wird das Ganze dann auch entsprechend von der Kamera gefilmt. Wie gesagt, ich habe da 0 Berührungspunkte und kann da wirklich auch gar nichts dazu sagen. Ich will es einfach nur mal erwähnen, dass das Ganze jetzt auch mit enthalten ist. Das Weitere, was noch hinzukommt, ist jetzt die Mountainbike Dynamics. Das Ganze kennt man schon von den Edge-Geräten. Hier werden dann entsprechend die Trailläufe, die man hat, ausgewertet, wie der Flow war und könnt das entsprechend euch anschauen, beziehungsweise bekommt es dann direkt angezeigt und könnt dann einfach schauen, wie gut ihr eure Trails gefahren seid. Dann als nächstes hätten wir den Health Snapshot. Das heißt, ihr könnt dann hier ein Workout ausführen. Der nennt sich auch Health Snapshot und dann müsst ihr euch mal erstmal 2 Minuten in Ruhe hinsetzen, euch nicht bewegen, einfach mal still sitzen und dann könnt ihr euch entsprechend die Werte ausgeben lassen. Hier wird einmal die durchschnittliche Herzfrequenz gemessen, der durchschnittliche Sauerstoffgehalt des Blutes, dann die Atemfrequenz, der Stresslevel, der durchschnittliche und die Herzvariabilität. Und hier könnt ihr dann jeden Tag zum Beispiel morgens nach dem Aufstehen und abends dann kurz vom Bett gehen, hier einen Vergleichswert ermitteln und könnt dann entsprechend schauen, wie euer gesundheitlichen Status sich entwickelt. Eine weitere Kleinigkeit, die neu hinzukommt, ist eine neue Auswertung in Garmin Connect. Ob man es jetzt braucht oder nicht, das ist jetzt natürlich die Frage. Einmal wird euer Lauf dann analysiert, ob ihr gegangen seid, ob ihr gelaufen seid oder einen Leerlauf hattet. Das heißt, es würden sich dann die Zeiten angeguckt und dann eure Bewegung etc. Und dann wird unten so eine kleine Analyse angegeben. Leerlauf bedeutet zum Beispiel stehen geblieben. Ich habe das jetzt hier mal, als ich gedreht habe, sieht man es ganz gut, sieht man einen Leerlauf. Oder wenn ich dann halt gegangen bin, wenn ich nach dem Intervall gegangen bin, ist dann ein grünes Feld fürs Gehen, beziehungsweise dann das Laufen. So könnt ihr nochmal eine weitere Analyse machen, wenn ihr jetzt vergessen habt, wie ihr euren Lauf gemacht habt und seht das entsprechend nochmal angezeigt.
Ich sehe da jetzt keinen Mehrwert. Wenn ihr Mehrwert seht, schreibt es doch mal gerne in die Kommentare. Das würde mich tatsächlich interessieren, ob das für euch für Relevanz ist. Eine bauliche Änderung der Phoenix Uhr ist jetzt das Solarpanel. Es ist entsprechend etwas größer geworden als noch in der 6 Solar-Version. Es soll effizienter sein und entsprechend eure Akkulaufzeit verlängern. Aber was heißt es, wenn Zahlen an optimalen, ich nenne sie mal Laborwerte, was Garmin da angibt, wäre so, dass im Smartwatch-Bonus zum Beispiel bei der Phoenix 7S statt 11 Tage 14 Tage möglich wären, beziehungsweise bei der 7X wären es 28 Tage auf 37 Tage. Bei GPS Only würde sich das Ganze bei der Phoenix 7 zum Beispiel von 50 Stunden auf 75 Stunden erhöhen, beziehungsweise bei der 7X wären es ganz voll 89 Stunden auf 122 Stunden. Aber wie gesagt, das Ganze sind hier optimale Laborwerte. Ich konnte es jetzt noch nicht so wirklich testen, weil ja richtig viel Sonne hatten wir bis jetzt noch nicht. Garmin gibt es jetzt an. In der 6er Version hatte ich schon gelesen, dass viele gesagt haben, ja, eher eine Spielerei. Hier muss ich es jetzt einfach zeigen, ob der größere Pendel und effizientere Pendel dann mehr bringt und auch wirklich die Akkulaufzeit merklich verändert. Dann gibt es natürlich auch wieder Interface-Änderungen. Wie bei jeder Garmin-Version gibt es ja auch da immer wieder Anpassungen. Und hier ist zum Beispiel so, dass ihr, wenn ihr Workout beendet habt, das Ganze etwas aufgeräumter angezeigt wird. Ihr bekommt dann entsprechend einmal die Strecke und die Geschwindigkeit angezeigt, dann nochmal eine Auswertung der Herzfrequenz, wie ihr auch seht, man kann das Ganze dann auch im Touchscreen durchscrollen. Ihr bekommt dann auch nochmal eine Aufzeichnung der Zone, in der ihr euch bewegt habt, also ihr könnt auch die Herzfrequenz der Zone einstellen, der Uhr, beziehungsweise macht es ja automatisch und dann kriegt ihr da nochmal eine Auswertung, welche Zone ihr euch bewegt habt und ihr bekommt dann nochmal einen Trainingseffekt angezeigt. Das Ganze habt ihr auch schon bei der alten Uhr gesehen. Das Ganze ist halt nur mal ein bisschen besser aufgearbeitet, ein bisschen aufgeräumter. Dann habt ihr auch die Möglichkeit, zum Beispiel 2 Grafikslots anzuzeigen. Das heißt, ihr könnt euch zum Beispiel Climb Pro und die Herzfrequenz in einer Grafik anzeigen lassen. Dann gibt es noch die Option, dass ihr, wenn ihr einen Standardzifferblatt von Garmin verwendet, euch mit einem langen Drücken entsprechend hier ein Datenfeld auswählen könnt. Wenn ihr zum Beispiel die Herzfrequenz angezeigt bekommt, wenn ihr da lange drauf drückt, kommt ihr hier direkt ins Herzfrequenz-Widget hinein und könnt hier auch mal die genaueren Daten anschauen. Das ist aber aktuell nur bei den Garmin Standardzifferblättern möglich. Das heißt also, wenn ihr jetzt irgendwie einen Drittanbieter auswählt, geht das aktuell noch nicht. Ich weiß nicht, ob die das irgendwann auch können. Da kenne ich mich zu wenig aus mit Displays bzw. mit Zifferblättern. Aber schreibt es doch gerne mal in die Kommentare. Würde mich tatsächlich auch mal interessieren, ob das Ganze funktioniert. Last but not least gibt es dann noch den Connect IQ Store als App jetzt auf der Uhr. Das heißt, ihr könnt dann hier entsprechend das Ganze auswählen. Hier gibt es eigentlich sehr übersichtlich das Ganze. Es gibt einmal die empfohlenen Apps, das sind so die Standard-Apps, die man so kennt, Spotify, Amazon Music, Deezer und so weiter. Da finde ich es irgendwie schade, dass hier nicht alle Garmin-Apps aufgeführt sind. Ja, Garmin hat ja noch selber einige Apps, die man installieren könnte und verwenden. Dann gibt es noch die Option, dass ihr eure installierten Apps verwalten könnt. Ihr könnt einmal hier die Updates durchführen oder auch, wenn ihr jetzt sagt, okay, die App möchte ich nicht haben, entsprechend deinstallieren und ihr müsst nicht unbedingt euer Handy dabei haben. Das heißt, wenn ihr jetzt mal ohne Handy unterwegs seid, könnt ihr es dann entsprechend machen und löschen, beziehungsweise wenn ihr jetzt irgendwo unterwegs seid und habt WLAN, könnt ihr auch ein Update fahren, wenn es sein muss. Also ihr seid da jetzt ein bisschen losgelöster vom mobilen Gerät. Wie gesagt, an der Stelle könnte man noch ein bisschen ausbauen, aber es ist ein erster guter Schritt in die richtige Richtung. Jetzt stellt sich aber die Frage, lohnt sich für mich wirklich ein Upgrade auf die Phoenix 7, beziehungsweise, wenn ich gar keine Phoenix habe, kaufe ich mir lieber eine Phoenix 6. Hier stechen eigentlich nur 2 Sachen wirklich hervor. Die erste Sache ist das Touch-Display. Natürlich ist es ein Vorteil, hier auf den Karten entsprechend zu zoomen und hinterher zu scrollen. Man muss natürlich mal in sich gehen, wie oft nutzt man das dann. Ich habe es jetzt bei der Phoenix 6 vielleicht einmal oder zweimal vermisst, sonst nicht. Und die zweite Option ist das bessere GPS-Bild. Hier ist aber so, dass es wirklich nur bei den teuersten Uhren verbaut ist, also wirklich bei der 899 Version bzw. 999 Euro Version. Und hier muss man echt fragen, wenn ich das wirklich haben möchte und das für mich der Key-Changer ist und ich jetzt nicht in der Garmin-Welt verwurzelt bin, dann sollte man sich, wie gesagt, mal überlegen, ob man sich dann vielleicht von Coros Vertex 2 zumindest mal anschaut, weil sie bietet ja auch sehr viele Möglichkeiten, gerade im Bereich Training und halt auch dieses entsprechende GPS-Bild, Multiband-Möglichkeiten, die ich jetzt hier bei der Garmin habe. Wenn ich mir die Produktpolitik von Garmin so anschaue und es kommt ja doch immer zeitnah immer wieder eine neue Version raus, könnte ich mir vorstellen, dass auch dieses Multi-GPS dann irgendwann in den normalen Phoenix-Uhren verbaut wird, so wie jetzt zum Beispiel in der Phoenix 7 auch die Karten jetzt in der normalen Standardversion vorhanden sind, was bei der Phoenix 6 noch nicht möglich war. Wenn ihr jetzt aber sagt, das ist aber die Sachen, die für mich wichtig sind, macht ihr mit der Uhr natürlich nichts falsch. Sie ist preislich wirklich teuer, das muss man einfach nochmal sagen. Ihr bekommt aber auch wirklich ein gutes Produkt. Ich hatte es bis jetzt, also für mein Modell hatte noch keine Qualitätsmängel. Ich habe schon von anderen gelesen, dass sie mit Knöpfen da Probleme hatten. Ich habe da überhaupt kein Thema mit. Auch beim Display habe ich bis jetzt noch nichts gehabt. Bei der Phoenix 6 hatten wir ja oft das Problem, dass dann das blaue Display irgendwie war bei einer Charge. Das Problem hatte ich jetzt hier auch noch nicht. Hier läuft alles wunderbar. Ich hatte ja auch noch keine Softwareprobleme, wie zum Beispiel bei Venue 2 Plus, wo ich dann auch schon hier und da ein paar Bugs hatte.
Hatte ich jetzt hier noch nicht gehabt. Ich finde die Stamina-Funktion wirklich sehr gut gelungen. Einzige, was ich hier noch vermisse, und das ist schade, weil eigentlich alle anderen das auch anbieten mittlerweile, ist die Leistungsmessung. Hier ist keine Leistungsmessung verbaut. Ihr könnt Leistungsmessung nutzen, indem ihr zum Beispiel jetzt hier einen roten HRM-Gurt benutzt. Ich habe dazu mal ein Video gemacht, wie das Ganze funktioniert mit der Phoenix 6. Das verlinke ich euch einfach mal. Aber ansonsten bekommt ihr hier wirklich gesagt ein gutes Paket. Wenn euch das Video gefallen hat und euch noch mehr interessante Videos rund um Garmin interessieren, ich verlinke euch hier oben auch mal die Garmin Playlist. Da ist alles rund um Garmin aufgelistet. Wenn ihr jetzt aber sagt, hey, die Phoenix 7, ja, ist ganz toll, aber ist doch zu teuer für mich, und ihr vielleicht über die Venue 2 Plus nachdenkt, ich habe hier mal ein Review zu der Venue 2 Plus gemacht, da könnt ihr mal reinschauen. Und wenn ihr neu auf dem Kanal seid, ich habe hier mal so eine Best-of-Liste gemacht, da könnt ihr mal reinschauen, da findet ihr alle Best-of-Videos meines Kanals. Und wenn euch das Video generell gefallen hat, lasst auch gerne einen Daumen hoch da. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, euch hier auf dem Kanal wieder begrüßen zu dürfen. Ansonsten wünsche ich euch alles Gute, bleibt gesund, tschüss, bis zum nächsten Mal.